Geschichte wird von Siegern geschrieben. Kennt ihr diesen Satz? Tatsächlich hat man Geschichte lange als eine Aneinanderreihung von Ereignissen verstanden, meist Kriegen und Friedensschlüssen. Aber natürlich steckt mehr hinter einem Krieg, als dass ein Herrscher irgendwann irgendwo eine Schlacht gewonnen hat. In dieser Reihe soll es darum gehen, sich mit einzelnen Kriegen innerhalb der deutschen Geschichte zu befassen. Mit ihren Anlässen, mit ihrer Finanzierung und natürlich insbesondere mit den Ereignissen, die schließlich zu ihrem Ende und damit zum Frieden führten. Wir beginnen mit dem Dreißigjährigen Krieg, der meist als Glaubenskrieg bezeichnet wird. Ein gutes Stichwort: Glaubenskrieg. Hier stehen sich zwei solche Konfliktparteien gegenüber, Menschen katholischen und protestantischen Glaubens. Tatsächlich war der Dreißigjährige Krieg mit der schlimmste Krieg der deutschen Geschichte. Zumindest was die Belastung der Zivilbevölkerung betrifft. Ganze Landstriche wurden von umherziehenden Heeren verwüstet. In Brandenburg oder in Mecklenburg wurden beispielsweise große Teile der Bevölkerung getötet. Soldaten waren das übrigens noch nicht. Weil kein Herrscher ein stehendes Heer besaß, wurden Truppen extra angeheuert, die im Anschluss ihren Sold erhielten. Daher der Begriff Söldner. Was ist mit den Schusswaffen? Zur Muskete kann ich gerne etwas sagen. Damals war sie gerade auf den Markt gekommen, aber sie hatte ein Problem. Da es noch keinen eingebauten Zünder gab, musste sie über eine Lunte entzündet werden. Über einen Hebel wurde sie in die Pfanne geführt, da lag Schwarzpulver drauf. Ach, deshalb auch der Spruch, dass man was auf der Pfanne hat. Ja, manche von uns mehr, manche weniger. Wenn das Schwarzpulver in der Pfanne zündet, dann geht der Schuss ab. Oder auch nicht. Das Glück spielt dabei eine große Rolle. Denn wenn der Schütze nachlädt, obwohl sich der Schuss nicht gelöst hat, das kann man bei dem ganzen Schlachtenlärm um einen herum schon gerne mal überhören, explodierte die Waffe in seinen Händen. Dann braucht man wohl passend für einen Glaubenskrieg Schutzengel. Was heißt das eigentlich, Glaubenskrieg? Naja, ein Krieg, der wegen des Glaubens geführt wird. In diesem Fall waren das jedoch eher zwei Konfessionen. Zunächst war es eigentlich nur ein kleiner Konflikt zwischen dem Hause Habsburg und dem Königreich Böhmen, dem heutigen Tschechien. Der damalige Kaiser Rudolf II. Stammte aus dem Hause Habsburg, war katholisch und herrschte gleichzeitig als König in Böhmen. Kurz zuvor hatte er von den böhmischen Adligen verlangt, dass auch sie vom protestantischen zum katholischen Glauben wechseln, worauf die böhmischen Adligen jedoch keine Lust hatten. Das demonstrierten sie damit, dass sie die habsburgischen Gesandten in Prag aus dem Fenster stürzten. Bald mischten sich auch andere deutsche Länder in den Konflikt ein, ebenso das katholische Frankreich und das protestantische Schweden. Statt jedoch dem katholischen Österreich zu Hilfe zu eilen, erklärte Frankreich ihm den Krieg. Hieran kann man also sehen, dass es sehr schnell gar nicht mehr um Konfessionen ging, sondern um Einfluss und Territorium. Hier ist deutlich zu sehen, wie die Zivilbevölkerung durch den Krieg belastet wurde. Das sind Söldner, die einen Bauernhof plündern. Der Krieg ernährt den Krieg, hat schon Schillers Wallenstein verkündet. Wie findet man überhaupt nach 30 Jahren Krieg ein Ende? (1648) endete der Krieg offiziell. Die Gründe dafür waren verschiedene. Zum einen die zunehmende Kriegsmüdigkeit der meisten Fürsten, aber auch die hohe Steuerbelastung sorgte für zunehmende Unzufriedenheit. Man einigte sich also in den westfälischen Städten Münster und Osnabrück, wo die Kriegsparteien einen Friedensvertrag schlossen, den Westfälischen Frieden. In diesem Vertrag waren jedoch einige Fragen unbeantwortet geblieben, was insbesondere die Demobilisierung der Truppen betraf. Daher musste man sich ein Jahr später nochmal in Nürnberg treffen. Zur Feier dieses zusätzlichen Vertrages wurde ein sogenanntes Friedensmahl veranstaltet, durch das der Zusammenhalt und vor allem die Einigkeit der ehemaligen Kriegsparteien symbolisiert werden sollte. Aber auch die Nürnberger hatten etwas von dem Mahl. Direkt vor dem Nürnberger Rathaus wurden Springbrunnen aufgestellt, aus denen weißer und roter Wein floss. Fest hatte man sich vorgenommen, dass solch eine Katastrophe niemals wieder passieren würde. Dieser Frieden sollte ewig halten. Das hat nicht wirklich funktioniert, aber damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge.